Also es läuft bei der Tagesschau ein bisschen subtiler ab als jetzt zum Beispiel bei diesen Wahlduellen, die wir gerade gesehen haben, oder bei Talkshows, wo man ja sehen kann, dass Carmen Mioska dann eben Habeck verliebt anblinzelt oder wenn man dann Jessie Wellmers Blick sieht in der Wahlarena, wie sie hasserfüllt Alice Weidel anschaut. Also da kann man eigentlich die Gefühle, die diejenigen haben, schon im Gesicht ablesen. Es gab Strichlisten, wie oft zum Beispiel die AfD in der Sendung vorkommt. Und das war schon, als ich gekommen bin, gab es schon eine Diskussion, dass der damalige Chefredakteur Knifke gesagt hat, also die AfD kommt zu selten im Programm vor. Und dann wurde ihm widersprochen von der Redaktion, nein, wir haben das Gefühl, die kommen eigentlich viel zu oft vor. Und dann hat er eben gesagt, nee, es gibt Strichlisten im Hauptstadtstudio, die genau das Gegenteil belegen. 2 grüne Minister da sehr stark involviert, und es gibt ja andere Beispiele, dass man eben, wo man wirklich argumentiert hat, dass man Themen kleiner halten möchte, weil man die Diskussion nicht unnötig befeuern möchte. Also Hey Leute, das müsst ihr euch anhören. Alexander Teske, ein ehemaliger Tagesschau-Redakteur, packt aus, und das ist echt brisant. 6 Jahre lang hat er hinter den Kulissen gearbeitet und jetzt spricht er über Meinungsmache, politische Schlagseite und die Erziehungsagenda der ARD. Er sagt ganz klar, die Tagesschau berichtet nicht nur, sie will euch erziehen. Wie entstehen Themen? Warum werden bestimmte Dinge klein gehalten und gar nicht berichtet? Und warum haben Kritiker in der Redaktion kaum eine Chance? Teske liefert Antworten, und das dürfte vielen gar nicht gefallen. Schaut euch das an, bildet euch eure eigene Meinung und haut in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem sagt mir, was ihr darüber denkt. Auf geht's! Steigen wir in die Kernthesen Ihres Buches ein. Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass die Redaktion der Tagesschau eine zu große Regierungsnähe pflegt. Die Johannes Gutenberg Universität Mainz hat auch eine Studie veröffentlicht, die das bestätigt, die Ihren Eindruck bestätigt. Erklären Sie uns mal im redaktionellen Alltag bei der Tagesschau, wie zeigt sich diese Regierungsnähe? Wie haben Sie diese Regierungsnähe im Alltag wahrgenommen? Also ich selbst habe ja in der Planung gearbeitet, wo man die Themen vorsortiert und auswählt und bespricht mit den Korrespondenten. Und da war es einfach immer so, dass man konnte ja zwischen hunderten Themen wählen, dass die Termine, die grundsätzlich einfach von der Bundesregierung zum Beispiel kommen, eine sehr hohe Priorität genießen. Also wenn es eine Ministerpräsidentenkonferenz gibt oder im Bundestag Entscheidungen anstehen, Ministerien einladen zu neuen Gesetzesvorhaben und so weiter, das ist an sich eben schon mal ein Thema, was man nicht näher hinterfragt, auch wenn vielleicht bei der Ministerpräsidentenkonferenz gar nicht so viel rauskommt. Das ist an sich ein Fakt. Man trifft sich oder die Außenminister der EU treffen sich und man wartet nicht ab, was kommt dabei raus und bewertet das und überlegt, dann ist das ein Thema für uns, sondern man schickt die Leute vorher schon auch aus Gründen einfach dahin und wird dann in der Regel auch meistens berichten. Das ist sozusagen die eine Sache, und das andere ist, dass man eben wirklich auch sich nicht als jemanden versteht, der kritisch das Handeln hinterfragt der Regierung, sondern tendenziell eher auf ihrer Seite steht. Und das ist gar nicht immer politisch zu verstehen, sondern man konnte das eben sehen in der Corona-Zeit, dass man einfach auch die Menschen darüber informieren wollte, wie denn die Regierung die Krise oder das Virus handeln möchte. Und jetzt nicht, wenn kritische Sachen zum Impfen oder Impfstoffen kamen. Das wurde eher unterdrückt, weil man die Impfmüdigkeit nicht befeuern wollte. Also da hat man erst einmal die Menschen informieren wollen, was ja auch nicht falsch ist, aber es ist eben, man sieht sich schon so ein bisschen, würde das nie so formulieren, aber man sieht sich so ein bisschen als Regierungssender und nicht als Oppositionssender. Gibt es auch eine ungleiche Behandlung, was die Parteien betrifft? Sie schreiben in Ihrem Buch sehr interessant, dass das Milieu in der Tagesschau-Redaktion sehr grün ist, auch sehr großstädtisch geprägt ist. Wie wirkt sich das auf die Berichterstattung aus? Denkt man beispielsweise über Robert Habeck anders, als man über Friedrich Merz oder Christian Lindner denkt? Also es läuft bei der Tagesschau ein bisschen subtiler ab als jetzt zum Beispiel bei diesen
Wahlduellen, die wir gerade gesehen haben, oder bei Talkshows, wo man ja sehen kann, dass Kahn Mioska dann eben Habeck verliebt anblinzelt oder wenn man dann Jessie Wellmers Blick sieht in der Wahlarena, wie sie hasserfüllt Alice Weidel anschaut. Also da kann man eigentlich die Gefühle, die diejenigen haben, schon im Gesicht ablesen. Das ist natürlich bei der Tagesschau viel subtiler, aber es gab Strichlisten, wie oft zum Beispiel die AfD in der Sendung vorkommt. Und das war schon, als ich gekommen bin, gab es schon eine Diskussion, dass der damalige Chefredakteur Knifke gesagt hat, also die AfD kommt zu selten im Programm vor. Und dann wurde ihm widersprochen von der Redaktion, nein, wir haben das Gefühl, die kommen eigentlich viel zu oft vor. Und dann hat er eben gesagt, nee, es gibt Strichlisten im Hauptstadtstudio, die genau das Gegenteil belegen. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, wollte wissen, ob das eben immer noch so ist und habe dann für das erste Halbjahr 24 eben auch tatsächlich alle Sendungen ausgewertet, wie oft kommen welche Politiker vor, wie oft kommen die Parteien vor. Und habe dann eben eindeutig auch festgestellt, unter den Top 10 ist kein AfD-Politiker. Und insgesamt, wenn man sich anschaut, sind die Regierungsparteien deutlich überrepräsentiert. Und ein Stück weit ist das auch verständlich, weil natürlich, wenn eine Krise ist oder ein Gesetz vorgestellt wird, kommt natürlich die Regierung vor. Und im Moment sind ja noch die Grünen und die SPD in der Regierung, also kommen sie da überproportional vor. Aber man kann das auch in den Jahren sehen, wo sie in der Opposition waren, dass zum Beispiel die Grünen dann eben auch bevorzugt wurden. Auch da, wenn wir davon ausgehen, dass es eine CDU-Regierung gibt, dann wird die natürlich auch etwas öfter als jetzt vorkommen, aber dann hat man eben vielleicht in der Opposition 4 Parteien und kann nicht alle Stimmen in dem Beitrag dann bringen, sondern man entscheidet sich für 1 oder 2. Und da entscheidet man sich eben überproportional für die Grünen, weil sie in den Augen der Redakteure dann auch was Kluges sagen. Also es wird dann argumentiert, dass das ja ein besonders gutes Argument ist. Und das finden die aber deswegen so gut, weil das ihre eigene Meinung irgendwo vielleicht nicht trifft, aber zumindest ähnlich ist und sie eben die anderen Meinungen nicht so griffig finden. Kann man heutzutage als junger, bürgerlich-konservativer Journalist noch Karriere machen in der Tagesschau? Ich glaube, also es ist schwer, um das ganz klar zu sagen. Und das hat die Tagesschau wahrscheinlich auch gar nicht exklusiv. Das trifft ja auf viele Redaktionen zu. Das geht ja schon damit los, an den Universitäten, kommt ja meist von der Geisteswissenschaft, da ist ja auch schon ein gewisses Milieu vorherrschend. Man hat eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, auf einer Journalismusschule oder ein Volontariat. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, wer wird angenommen an den Journalistenschulen. Das ist ja schon die erste Hürde, die man überwinden müsste. Und wenn man was ändern möchte, da müsste man zum Beispiel es sind ja nur 3, 4 wirklich gute Journalistenschulen, wo die Leute herkommen, auch da ein Bewusstsein schaffen. Ich glaube aber auch, dass das vielen schon mittlerweile das Problem bewusst ist. Also ich hatte ja schon Knifke erwähnt, der das auch schon ab und zu angesprochen hat, aber ich habe jetzt auch die neuesten Interviews gelesen, der WDR-Intendantin Fernau, die auch eben gesagt hat, wir müssen anders mit der AfD umgehen. Ihr Chefredakteur, ich glaube Brandenburger heißt er, hatte das auch in Interviews schon gesagt, wir haben ein Problem, was die Meinungsvielfalt betrifft. Das heißt, wenn die Entscheidungsträger das schon so klar nach außen kommunizieren, dann wird es innen angekommen sein und ich hoffe, dass sich dann da auch mal was ändert. In Ihrem Buch kritisieren Sie außerdem, dass sehr ausgeprägt geframed wird in der Berichterstattung der Tagesschau. Das finde ich einen sehr interessanten, einen sehr spannenden Punkt. Können Sie uns dafür mal Beispiele nennen? Und wie bewusst geht dieses Framing vonstatten? Also wie bewusst wird dieses Framing eingesetzt? Also zum Teil wird es sehr bewusst gemacht. Also es gibt dann auch Online-Artikel, die dann erklären, warum man jemanden wie Bolsonaro eben als, ich glaube, Rechtsextremist bezeichnet. Warum wir das machen, wird dann auch so erklärt. Und dann ist man ganz irritiert, wenn man Zuschauerpost bekommt, warum man umgekehrt eben Maduro nicht linksextremistisch nennt. Ich glaube, dass man damit immer aufs Glatteis kommt. Wann ist ein Präsident ein legitimer Präsident und demokratisch nach unseren Maßstäben gewählt und wann nicht? Nennen wir jetzt einen Putin-Präsident oder einen Xi in China oder wann nennen wir ihn Machthaber, was ja auch schon so subtile, also kein ganz objektiver Begriff ist, oder eben ganz klar Diktator, und das schwankt. Und deswegen würde ich das einfach immer weglassen, weil man da sich angreifbar macht.
Und bei der AfD ist es ja ganz offensichtlich, dass die Leute sind, glaube ich, wahnsinnig genervt davon, dass einfach in jedem zweiten Beitrag eben gesichert rechtsextremistisch in Teilen dann dazu gesagt wird, wie so ein zweiter Vorname. Jetzt kann man das aktuell auch in Österreich sehen, bei Kickl und der ÖVP, bei der FPÖ, Entschuldigung, dass das eben immer so als Anhängsel kommt und dass das aber eben immer nur in eine bestimmte Richtung geht. Man würde jetzt eher selten jemanden linksextremistisch nennen. Die Tagesschau hat ja eine enorme Macht, was die öffentliche Meinung betrifft, eine sehr starke Medienmacht. Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die der Tagesschau vorwerfen, dass sie unbequeme Themen unter den Teppich kehren, Themen, die vielleicht nicht in das Weltbild der Redaktion passen. Für viele ist die Tagesschau ja eine Blackbox. Also viele Menschen verstehen nicht ganz, wie denn die Mechanismen in dieser Redaktion auch funktionieren. Können Sie mal beschreiben, wer hat denn in der Redaktion das Sagen darüber, ob ein Thema beispielsweise ganz prominent gebracht wird oder ob es schlichtweg ignoriert wird? Also die größte Macht liegt bei den Chefs vom Dienst. Ich habe das so hingenommen, weil ich bin ja 21 Jahre in der ARD groß geworden und für mich war das eben immer so, das war normal. Und in den Gesprächen zu dem Buch ist mir dann so klar geworden, auch aufgrund der ersten Leserreaktion, auch vom Lektor und so, das ist das Spannendste im Buch, dass die Chefs vom Dienst bei der Tagesschau so eine extreme Macht ausüben und dass sie eigentlich mehr Einfluss auf das Programm haben als die Chefredaktion, die eher für die großen Leitlinien da ist, die zum Teil auch eher durchaus ein bisschen konservativer eingestellt ist. Das schlägt sich aber auf das Tagesprogramm gar nicht so durch. Die Chefs vom Dienst sind die morgens oder vormittags dann eben auch in die Planung gekommen sind und aus unserer, was wir da vorbereitet haben, dann ganz klar gesagt haben, das wollen wir und das wollen wir nicht. Und wenn wir dann widersprochen haben, man kann alles argumentieren, man findet immer gute Argumente dafür und dagegen. Also die haben, ich würde mal sagen, zu 90% das Programm bestimmt. Und das sind die dann auch am Ende die Beiträge abnehmen, die bestimmen, was für eine Schlagzeile hinten reinkommt, was für ein Foto. Es gibt natürlich immer Kollegen, die das dann umsetzen und die mit ihnen auch nochmal darüber reden. Und man kann immer Anregungen machen und manchmal hören sie da auch drauf. Aber im Großen und Ganzen haben sie eine große Entscheidungsgewalt. Es sind ja auch viele Tage, ist die Chefredaktion zum Beispiel gar nicht im Haus, weil Wochenende ist Feiertag, weil sie woanders auswärtige Termine haben. Das heißt, da haben sie die völlige Entscheidungsgewalt. Und natürlich ist es immer Teamwork, aber im Großen und Ganzen, die Chefs vom Dienst arbeiten sehr, sehr autark und es sind zu zweit. Und einer von beiden hat immer den Hut auf. Und wenn er ein Thema nicht will, dann kann er das auch gegen die Mehrheit der Redaktion durchsetzen. Und es gibt ja genügend Beispiele. Bei der Tagesschau ist nicht nur wichtig, was sie sendet, sondern eben auch, was sie nicht sendet. Und die haben es wirklich, ja, manchmal sind sie der Meinung, es ist kein Thema. Und alle um sie herum, egal ob ZDF und RTL und Deutschlandfunk und alle Zeitungen es bringen, sie sind der Meinung, es ist kein Thema, dann machen sie es einfach nicht. Und dann, ich meine, sie haben 40% Marktanteil zur besten Sendezeit. Und viele Menschen vertrauen der Tagesschau noch sehr. Dann findet es nicht statt. Also sie haben, glaube ich, einen großen Einfluss auf die Willensbildung im Land. Und ich glaube auch viele Politiker, natürlich, man kriegt die Themen trotzdem mit, aber man beobachtet genau, in welchem Ton die Tagesschau das abhandelt. Bringt sie das Thema vorne oder ganz klein, kurz vorm Wetter? Das sind wichtige Entscheidungen, die wahrgenommen werden. Das ist ganz interessant. Der CVD hat eine unglaubliche Macht darüber, welche Dynamiken beispielsweise auch politische Debatten in unserem Land nehmen werden. Aber gleichzeitig kennt man diese CVDs ja gar nicht. Also jeder Mensch, der die Tagesschau beispielsweise schaut, weiß, welcher Nachrichtensprecher, welche Nachrichtensprecherin beispielsweise die Nachrichten moderiert. Aber der CVD dahinter, der für die Inhalte zuständig ist, den kennt kein Mensch. Für wie kritisch sehen Sie das? Ist das nicht besorgniserregend?
Ich sehe das sehr kritisch. Ich habe das, als ich da war, gar nicht hinterfragt, weil das einfach so normal ist. Ich glaube, das geht den meisten Kollegen dort so. Mir ist dann eben erst hinterher in der Reflexion so aufgefallen, dass wirklich jeder Chefredakteur jeder kleinen Kreiszeitung mit seinem Namen, mit seinem Gesicht für sein Produkt steht, auffindbar ist. Man kann ihm eine Mail schreiben und er wird wahrscheinlich auch Veranstaltungen haben, wo er in die Diskussion mit seinen Lesern gehen wird. Und bei der Tagesschau ist das nicht so. Also Sie können ja mal googeln nach den CVDs der Tagesschau. Die sind nicht bekannt, weder mit dem Namen noch mit dem Gesicht. Die haben keine öffentlichen Auftritte, die müssen sich nicht rechtfertigen. Das ist so ein Kreis von vielleicht 10 Kollegen und die wechseln auch nicht. Also wenn man einmal da Chef vom Dienst ist, dann bleibt man das in der Regel auch über eine lange Zeit. Und das finde ich schon einen sehr interessanten Fakt. Und dass man eben dann auch so wenig über sie weiß, ist... Das führt natürlich auch dazu, wenn man sich nicht rechtfertigen muss, dass man dann eben auch eigenwillige Entscheidungen trifft. Wenn ich weiß, ich bin bekannt und ich habe vielleicht nächste Woche dann einen öffentlichen Termin und werde dann auch danach gefragt und muss das öffentlich auch irgendwie argumentieren, vielleicht würde ich andere Entscheidungen treffen. Also ich würde es sehr gut finden, wenn die Stellen ausgeschrieben werden. Auch die werden gar nicht ausgeschrieben. Man kann sich nicht bewerben als CVD der Tagesschau, was dazu führt, dass kaum einer von außen kommt. Und ich würde es gut finden, wenn die Stellen auch zeitlich befristet sind, damit dann auch mal auch andere Einflüsse zum Zug kommen. An einer Stelle gehen Sie in Ihrem Buch auf die investigativen Recherchen des Ciceros ein. Damals konnten wir aus internen Dokumenten belegen, dass grüne Spitzenbeamte im Wirtschafts- und Umweltministerium bei der Entscheidung über die Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke bewusst getäuscht haben. Das wurde in ganz vielen großen Medien in Deutschland aufgegriffen. Aber spannend war, dass die Tagesschau sich sehr bedeckt, sehr verhalten gezeigt hat. Dabei ist es ja ein Thema, das eigentlich von sehr großem Interesse ist, dass auch sehr viele Menschen, gerade jetzt in unserer Wirtschaftskrise, in der Energiekrise, die wir haben, in der Stromkrise, die wir haben, brennend interessiert. Wie kann das denn sein, dass die Tagesschau so ein wichtiges Thema nicht aufnimmt? Die Bürger haben doch das Recht, von diesem Thema auch zu erfahren. Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das tatsächlich auch nur als Zuschauer festgestellt und mich eben sehr, sehr über meine Kollegen gewundert. Das heißt, ich war an diesen Tagen nicht in der Redaktion und kann die internen Abläufe nicht genau sagen. Aber ich habe natürlich Vermutungen und es gibt starke Indizien. Es sind ja 2 grüne Minister da sehr stark involviert. Und es gibt ja andere Beispiele, dass man eben, wo man wirklich argumentiert hat, dass man Themen kleiner halten möchte, weil man die Diskussion nicht unnötig befeuern möchte. Also es gibt ja diesen verpatzten Wahlkampf von Annalena Baerbock im letzten Bundestagswahlkampf und das waren wirklich mehrere, also Nebeneinkünfte verspätet gemeldet und ein nicht korrekter Lebenslauf und so weiter. Und man hat tagelang entweder gar nicht berichtet oder eine ganz kurze Wortmeldung gemacht. Es gab keinen einzigen längeren Bericht darüber, obwohl man jede Menge Zeit hatte, andere Sachen, Sport oder sonst was zu bringen, was nicht so drängend gewesen wäre. Und man hat eben wirklich auch in den Redaktionskonferenzen gesagt, na, ich habe da ganz lange Zähne und das wird der Herr Armin Laschet dann sowieso bei jeder Wahlkampfveranstaltung um die Ohren hauen. Also ganz klare, wo man eine Nachricht bewertet nach ihrer Wirkung. Und aus dieser Rolle fällt und diesem Selbstbild, was die Tagesschau ja eigentlich hat, auf das Selbstbild eines nüchternen Beobachters, der eine Nachricht wirklich nur nach ihrer Wertigkeit bewertet, ob das jetzt für die Zuschauer wichtig ist. Aber manchmal ist es eben dann, verstößt man dagegen und hält eine Nachricht bewusst klein. Und da man eben eher den Grünen und ihrem Weltbild zuneigt, ist es dann in solchen Fällen so, dass man da auf keinen Fall ein Vorreiter ist und das wirklich erst macht, wenn alles um einen herum machen und dann auch so ein bisschen verbrämt. Man kann das sehen dann bei tagesschau.de, wenn die dann Beiträge schreiben, da sieht man dann schon verräterische Überschriften, wo die Verteidigungslinien sozusagen ganz groß geschrieben werden. Habeck dementiert Vorwürfe, kann ich mich erinnern, war damals die große So Schlagzeile. in diese Richtung, ja. Also und ich habe das dann in dem Buch auch verglichen, habe mir die Mühe gemacht, das mit Headlines der anderen Zeitungen einfach der Konkurrenz zu vergleichen.
erreichen. Und egal, ob man jetzt da die Taz als linkes Medium oder die FAZ als eher konservatives Medium nimmt, alle haben anders geschrieben. Und selbst das ZDF und nur die Tagesschau hat dann so ein gewisses Wording, so einen gewissen Spin drin. Und das kann man auch nicht nur an einem Beispiel sehen, sondern an mehreren. Und bei der Atomgeschichte ist es eben so, dass die Mehrheit der Redaktion Atomausstieg natürlich gut findet. Und ich konnte mich erinnern an so eine Geschichte, wo man eine längere Dokumentation im Programm hatte, der ARD. Und es gab so einen kleinen Teaserbeitrag in der Tagesschau 17 Uhr. Und danach waren die Redakteure in der Besprechung empört, dass da eben gesagt wurde, nur Deutschland geht so einen Sonderweg und steigt aus und alle anderen halten an der Atomkraft fest. Und das sei zu Atomlobby freundlich gewesen, der Bericht. Und obwohl er ja selber in der ARD läuft und das könne man so nicht machen. Und da gab es erregte Diskussionen. Am Ende ist es dann doch 120 Uhr gelaufen, aber es zeigt, dass große Teile der Redaktion damit fremdeln und eben den Atomausstieg gut finden und deswegen vielleicht dann so eine Meldung nicht so groß machen oder gar nicht machen. Sie sprechen davon, dass die Redaktionen mit diesem Thema gefremdelt haben. Was gibt es denn noch für politische Themen, bei denen Sie das Gefühl hatten, dass die politische Schlagseite der Redakteure besonders stark ausgeprägt war? Also am offensichtlichsten war es natürlich bei Anschlägen, die passiert sind, also die von Flüchtlingen begangen wurden oder aber die auch von Deutschen begangen wurden, wo man einen Rassismushintergrund vermutet hat. Und wenn es ein Deutscher war mit angeblich oder nachweislich tatsächlichen Rassismusmotiven, dann hat man das auf jeden Fall gemacht und dann hat man aber auch, war es egal, ob der Täter jetzt psychisch krank ist. Auch wenn dann hinterher sich herausgestellt hat, das war relativ schnell bekannt, dass er psychisch krank ist und das dann im Prozess auch nachgewiesen wurde, dann hat man das unter den Tisch fallen lassen oder nur ganz klein erwähnt. Und umgekehrt ist es so, dass man eben Straftaten von Flüchtlingen nicht berichtet hat, mit der Begründung, dass der ja psychisch krank ist und deswegen nicht zurechnungsfähig und deswegen sei es keine Straftat und man müsse es nicht machen. Also eine Ungleichbehandlung oder zweierlei Maß, das ist sehr auffällig gewesen, ja, und das lässt sich auch zum Beispiel daran sehen, ob die Täter, wenn die Täter minderjährig waren oder noch keine 21, noch nicht nach Strafrecht noch nicht voll strafmündig sind, als man dann einmal gesagt hat, also gilt ein Täterschutz, also da gilt auch ein Schutz für den Täter und auf der anderen Seite hat man eben gesagt, nein, da gilt er nicht, also da wird mit zweierlei Maß gemessen und ja, sehr häufig werden solche Straftaten oder wurden solche Straftaten klein gehalten. Und das ist umso erstaunlicher, weil die Tagesschau dafür sehr, sehr oft angegriffen wurde, auch richtig öffentlich Diskussionen geführt wurden und man da oft in der Defensive war. Und trotzdem hat man das immer und immer wieder gemacht. Gibt es denn beispielsweise als Redakteur, als Mitarbeiter der Tagesschau die Möglichkeit, in der Redaktion auch offen die Berichterstattung zu kritisieren? Also beispielsweise, wenn Sie über ein bestimmtes Thema das Gefühl hatten, dass das ein sehr unausgewogener, politischer, einseitiger Bericht beispielsweise war. Kann man das dann dort offen aussprechen? Gibt es ein Klima, das das ermöglicht? Oder haben Sie eher das Gefühl, dass das abgewürgt wurde? Also prinzipiell kann man natürlich alles sagen. Man muss nur die Folgen tragen. Und das wird jetzt auch keiner sagen, du darfst das nicht sagen oder du wirst morgen entlassen. Ne? Das läuft ja alles anders. Wie läuft das denn? Man möchte natürlich, also die meisten wollen ja irgendwie Karriere machen und möchten nicht mehr Redakteur dann irgendwann sein, sondern vielleicht Dienstleiter oder Chef vom Dienst oder andere Aufgaben da übernehmen, möchten vorankommen, mehr Verantwortung übernehmen, sich entwickeln und vielleicht auch mehr Geld verdienen. Und man wird dort keine Karriere machen, wenn man als Dauerquerulant und Nörgler und Mahner auffällt. Also natürlich kann man mal was sagen, das machen dort auch alle und es gibt auch Diskussionen, ja, um da keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen. Aber es ist nicht
so, ich habe ja in vielen Redaktionen vorher auch schon gearbeitet und da war also die Diskussionskultur war viel ausgeprägter. Man hat das nicht eingefordert. Also es wurde einem nicht der Mund verboten, aber es wurde eben auch nicht wirklich ein Klima geschaffen, wo man ständig miteinander ins Gespräch kommt. Und ich habe am Anfang ein paar Mal was gesagt und hatte eben immer den Eindruck, dass ich abgebügelt werde und dass man das nicht so gerne hört und das so nach dem Motto, du hast eh keine Ahnung, du kommst da irgendwie aus der Provinz in Sachsen und wir hier in Hamburg wissen, wie es läuft und wir machen das schon so lange und wir haben das immer schon so gemacht und ich habe 20 Jahre Erfahrung als Chef vom Dienst und deswegen ist die Entscheidung richtig. Das würde man natürlich so nicht formulieren, aber das ist das Gefühl, was man einem mitgibt und am Anfang ist man natürlich auch ein Stück weit, wenn man da neu ist, erstmal verunsichert und denkt, die wissen das schon, aber irgendwann ergibt es ein Bild über die Jahre und ja, also es ist keine ausgeprägte Diskussionskultur, auch wenn es Diskussionen gibt natürlich. Aber Also wer in der Tagesschau Karriere machen möchte, der muss sich mit seiner kritischen Meinung zurückhalten. man muss es nicht, aber also es ist empfehlenswert, wenn man Karriere machen möchte. Was ich sehr spannend finde, an anderer Stelle in Ihrem Buch schreiben Sie, dass das soziale Milieu in der Redaktion der Tagesschau sehr homogen ist. Kosmopolitisch, elitär, grün. Sie schreiben, dass die Süddeutsche Zeitung gelesen wird und die taz, aber kaum jemand beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung liest oder den Cicero. Dabei ist es ja gerade die ARD, die immer ganz stolz verkündet, wie divers und wie vielseitig sie sein wollen. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Man kann das eigentlich nicht erklären. Also man muss das ja gar nicht nur auf die Politik beziehen, aber natürlich, da ist die Redaktion nicht divers aufgestellt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die AfD 20% bekommt, also ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn es einen AfD-nahen Redakteur in der Tagesschau-Redaktion gibt. Ich halte das eigentlich für ausgeschlossen. Also da gibt es natürlich eine Einseitigkeit, aber das kann man auch in anderen Punkten sehen, dass auch sie anderen moralisch eben gerne den Spiegel vorhalten und sie müssten alle ganz divers aufgestellt sein, aber Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten auch bei der Tagesschau sehr selten und wenn, dann dürfen sie vielleicht moderieren, damit die Leute draußen denken, dass sie eben prominent da was zu sagen haben, aber auf den Entscheiderpositionen ist mir jetzt kein einziger bekannt und die was zu sagen haben, das sind keine Ostdeutschen, das sind keine Migranten, das sind keine Schwerbehinderten oder irgendwelche anderen Gruppen, die in unserer Gesellschaft auch millionenfach vertreten sind, aber die sind dort völlig unterrepräsentiert. Und auch aus armen, prekären Verhältnissen zum Beispiel, das ist eine absolute Ausnahme, wenn man sich da hinarbeiten kann. Und ohne ein abgeschlossenes Hochschulstudium bekommt man ja gar keinen Volontärsplatz mehr bei den ARD-Anstalten. Das war früher mal anders, es hat sich aber eben gewandelt. Also ich hatte meinen ersten Chefredakteur beim MDR, der hatte noch nicht mal Abitur, war aber ein guter Journalist. Und ich glaube, dass solche Menschen eben mehr Kontakt haben zur Bevölkerung und eben eher wissen, wie ihre Zuschauer ticken. Und da so eine gewisse Abgehobenheit, dass man sich eben eher darüber unterhält, wer ist als nächstes in der Elbphilharmonie zu Gast oder wo ist der schönste Golfplatz und wo fliege ich als nächstes in den Urlaub hin, und das 3-4 Mal im Jahr. Und dann hat man für die Nöte der Großteil der Bevölkerung keine Ohr. Und man lebt natürlich in der Großstadt und weiß nicht, wie die Landbevölkerung tickt und berichtet dann erst, wenn die Trecker vom Kanzleramt vorrollen. Also das ist schon auch für die Berichterstattung relevant und ein Problem. Aber ja, klar, politisch ist es auf keinen Fall. Also ich glaube, den Cicero habe ich da niemanden lesen sehen. Und das ist natürlich schade, klar. Das erinnert mich sehr stark an Pierre Bourdieu, an das ganz interessante Buch Die feinen Unterschiede. Also man gehört nur dazu, wenn man die gleichen Neigungen, Vorlieben und Verhaltensweisen hat. Warum gibt es denn in dieser Redaktion beziehungsweise auch in diesem Milieu kein selbstkritisches Bewusstsein dafür? Das ist eine gute Frage. Kann ich natürlich auch ein Stück weit nur spekulieren, weil zu meinem großen Erstaunen
Also ich habe immer schon auch so Medienpolitik verfolgt, und wenn es so Bücher gab wie Die vierte Gewalt oder Noch wach oder was weiß ich, dann habe ich das immer auch gelesen. Und es gab aber sehr wenige Gespräche in der Redaktion darüber. Das heißt, viele haben das gar nicht so groß interessiert. Wir haben eben tatsächlich einfach lieber irgendwie Klamotten geshoppt oder Schach gespielt am Computer. Und es gab sehr wenig Gespräche, wo man die eigene Arbeit reflektiert hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, eine gewisse Sattheit vielleicht, weil man wird immer angegriffen von außen, nimmt das gar nicht mehr so richtig für voll und ist kein Grund, eben sich kritisch zu hinterfragen. Ich habe ja jetzt gehört, dass in der Rundfunkrat zum Beispiel über mein Buch gesprochen wurde und dass dann eben auch gesagt wurde, ja, man möchte das zum Anlass nehmen, da vielleicht mal drüber nachzudenken, ob man daraus auch was lernen kann. Das wundert mich, weil das sind ja alles Sachen, die seit Jahren bekannt sind. Auch Ihnen, da gibt es ja auch Berichte, auch interne Berichte. Es gibt natürlich auch Studien dazu von außen. Und es hat sich nie was verändert. Insofern ist eben auch die Frage, ob man überhaupt die Kraft hat, sich von innen heraus zu reformieren. Ob das überhaupt möglich ist oder ob man da einen Anstoß von außen letzten Endes mal braucht. Das Spannende an Ihnen ganz persönlich, an Ihrer Biografie ist, dass Sie aus Ostdeutschland kommen. Sie sind in Ostdeutschland aufgewachsen, in Leipzig. Was glauben Sie, welchen Anteil hatte Ihr Ostdeutschsein daran, dass Sie einer der wenigen waren, die so eine kritische Haltung entwickelt haben? Ich glaube, es spielt eine große Rolle, insofern, dass ich dann eben einfach nicht dazugehört habe. Und dann, wenn man sich nicht zugehörig fühlt, dann entwickelt man so einen anderen Blick. Und ich habe Abitur gemacht in der Wendezeit, war 18 dann, als die deutsche Einheit kam, und habe eben gesehen, dass das nicht alles in Stein gemeißelt ist, dass sich Dinge verändern können, dass auch ein System fallen kann und dass man Dinge hinterfragen kann und dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen, dass Sachen reformiert werden. Das ist natürlich eine prägende Erfahrung und vielleicht habe ich deswegen auch so ein bisschen ein Störgeräusch vor Ort gehabt und den Fremdblick. Aber generell ist es ja so, dass eben Ostdeutsche anders denken und in ganz zentralen gesellschaftlichen Fragen. Und natürlich deswegen, da ich das ja weiß, ich bin ja oft auch noch in meiner Heimat unterwegs und spreche da mit Freunden und Familie und kriege das eben hautnah mit. Und deswegen weiß ich, dass sie da anders denken und dass die eben kritischer sind. Aber was sind das für Unterschiede? Also es sind die zentralen gesellschaftlichen Themen. Es war in der Corona-Zeit, es war während der Migrationskrise, es ist jetzt auch während des Ukraine-Kriegs, wo man eben nicht damit einverstanden ist, Ukraine mit Waffen zu unterstützen, mit schweren Waffen oder eben Sanktionen gegen Russland auszusprechen. Also das, während im Westen 1/3 vielleicht kritisch ist, sind es im Osten eben 2/3. Man konnte ja auch sehen, die Demonstrationen dort gegen Corona-Maßnahmen oder so waren eben dort am größten. Und auch schon Pegida hat sich da gegründet, die AfD ist da groß geworden. Also das ist ja ähnlich wie im gesamten osteuropäischen Raum. Da gibt es viel mehr Überschneidungen als zu Westdeutschland. Da gibt es schon ganz zentrale Unterschiede. Und eben auch eine viel, viel größere Medienskepsis zum Beispiel. Also das Vertrauen in Medien ist viel geringer ausgeprägt. Ja. Und da ist man sehr kritisch und viele haben sich da eben leider auch schon von etablierten Medien verabschiedet. Was glauben Sie, was bräuchte die Tagesschau, damit viele Bürger in unserem Land, Sie sprachen gerade von Ostdeutschen, wieder Vertrauen in die Tagesschau gewinnen würden? Die Tagesschau war ja das wichtigste Organ für ganz, ganz viele Menschen, wenn es darum geht, sich politisch zu informieren, und einer wahnsinnigen Autorität. Was in der Tagesschau berichtet wurde, das war für ganz viele Menschen Gesetz. Wie schafft es die Tagesschau wieder, dieses Vertrauen zurückzugewinnen? Also wenn man sich wieder darauf besinnen würde, auf das eigene Credo, einfach neutral zu berichten, sachlich, kühl und als objektiver Beobachter der Welt und nicht so als jemand, der den Leuten
der die Leute erziehen will. Das sagt man natürlich nicht, oder man geht jetzt nicht auf Arbeit, wir wollen die Leute erziehen, aber so es findet ganz subtil statt, im Unterbewusstsein. Und um das einfach voranzutreiben, so dieses Objektivere. Es gibt ja in dem Sinne keine echte Objektivität, aber wenn man dem nahe kommen möchte, dann ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass die Redaktion divers aufgestellt wird, dass man dann eben auch eine Diskussionskultur entwickelt und auch konservative Stimmen eine Chance haben und man sich eben auch rundum informiert und nicht nur in eine bestimmte Richtung. Und dass man auch kritischer der Regierung gegenübertritt und das nicht relativ ungefiltert 1:1 wiedergibt. Und einen sehr, sehr großen Einfluss, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, hat ja das Hauptstadtstudio hier in Berlin für die Berichterstattung der Tagesschau. An manchen Sendungen kommen 4 von 5 Themen aus dem Hauptstadtstudio und dort ist eine sehr große Nähe zu den Ministerien und zu den Herrschenden zu beobachten. Man kennt sich und sieht sich jeden Tag und da wäre mehr Kritik angebracht und auch die Begrenzung der Zeit, die man dort arbeitet. Da verstößt man immer wieder gegen die eigenen, sich selber gegebenen Regeln. Und manchmal arbeiten da Leute 20 Jahre. Das ist natürlich dann schwer, sich den kritischen Blick zu erhalten. Sie sprachen gerade davon, dass es Hauptstadtjournalisten gibt der ARD im Hauptstadtstudio, die teilweise schon seit 20 Jahren oder noch länger dort arbeiten. Es gibt kritische Stimmen, die sagen, dass die größte Motivation dieser Journalisten nicht ist, kritisch und unausgewogen über die Regierung zu berichten, sondern dass sie alles dran setzen, beispielsweise im nächsten Regierungsflieger mit dabei zu sein. Also bei der nächsten Auslandsreise, zum Beispiel von Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also die 20 Jahre, nur um das korrekt zu behandeln, sind die Ausnahme. Ne? Also in der Regel gilt 3+2, also man ist maximal 5 Jahre da. Es wird nur manchmal überschritten und es gibt eben Leute, die 10 Jahre da sind. Und das ist offenbar problematisch, weil man sich als Teil der Regierungsblase versteht und als Akteur missversteht und sich wichtig fühlt und sich freut und ein Selfie macht auf der Gangway vorm Regierungsflieger und eben freut, wenn man damit auf Auslandsreise gehen kann und der Minister hier, der Minister da und man abends da sich in kleinen Kreisen trifft und eingeladen wird und zu Hintergrundgesprächen kommt und dann tatsächlich eben auch verspricht, davon nichts öffentlich zu machen. Und ich habe ja auch ein paar Jahre im Hauptstadtstudio gearbeitet und dann solche Gespräche gemieden irgendwann, weil mir das auf die Nerven ging, dass ich dort alles erfahren habe und das aber nicht verwenden konnte. Und dann möchte ich es lieber auch nicht wissen. Immer diese Schere im Kopf zu haben, finde ich problematisch. Und es ist ja auffällig, dass also das Hauptstadtstudio, ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute da arbeiten, ich glaube aber, das ist 26 oder 28 Korrespondenten nur für das Fernsehen. Das ist schon eine richtige Manpower und es gibt aber, mir sind gar keine Recherchen bekannt, investigativer Art oder so. Also das ist nicht so, dass man da jetzt längere Zeit tief gräbt, sondern das ist Terminjournalismus. Und ja, es gibt auffällig viele, die dann auch die Rollen wechseln und in ein Ministerium gehen und, was noch viel schlimmer ist, dann wieder zurückkommen, weil ihnen der Vertrag warm gehalten wurde, also die einfach wiederkommen können und ihnen so ein Rückkehrrecht eingeräumt wurde, wo ich finde, das gehört dringend abgeschafft. Und manche springen dann mehrfach hin und her und das befördert so diesen Eindruck, die stecken alle unter einer Decke und kungeln da mit den Regierenden, was nicht stimmt. Also es gibt keinen Anruf frühmorgens aus dem Kanzleramt bei der Tagesschau und da werden die Themen diktiert. Ja, das ist Quatsch, aber natürlich ist es ganz ungut für den Eindruck nach außen, wenn man vom Journalismus in die Politik wechselt, wieder zurück und das ist schwierig. Herr Teske, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sehr gerne.